This video is powered by ReconCompany.com. Liebe Grüße von der SHOT Show 2024, wir sind am Stand von Garmin. Die meisten kennen Garmin wahrscheinlich von den Navigationsgeräten oder von Armbanduhren, aber Garmin ist auch ganz groß im Outdoor-Sektor unterwegs, zum Beispiel mit Zielgeräten und mit Chronographen, vor allem für den Bogensport. Jetzt hat Garmin rausgebracht den Zero C1 Pro Chronograph, ein Geschwindigkeitsmessgerät, das einfach affenartig einfach zu bedienen ist, sodass das unbedingt mal im Detail ausgetestet werden muss. Das Garmin Zero C1 Pro ist wirklich nicht mehr als hier an diesem kleinen Drähtchen hängt, ganz im Gegensatz zu allen anderen Geräten, die wir so kennen, für die man eigentlich eine ganze Umzugsschachtel mit ins Revier oder mit auf die Schießbahn tragen muss. Es handelt sich hier einfach nur um ein Gerät ungefähr in der Größe einer Zigarettenschachtel auf einem kleinen Dreibein. Mehr ist es nicht. In dem Gerät versteckt allerdings ist eine ganze Menge Power, nämlich ein Dopplerradar. Das heißt, ich packe einfach das Gerät aus meinem Rangeback, stelle es neben die Waffe, leicht hinter die Mündung, schalte es ein, gehe durch mein Menü, stelle ein, was ich brauche und schon kann es losgehen. Das Gerät misst die tatsächliche Geschwindigkeit des Geschosses ungefähr 20 Meter entfernt von der Mündung und rechnet dann über einen Algorithmus die Mündungsgeschwindigkeit zurück. Da kann ich dann auch eingeben, welche Geschwindigkeit haben möchte, V0, V2, V10 und es kann sogar abspeichern, wurde uns gesagt, die Geschwindigkeit zum Beispiel in einer Entfernung von 50 Metern entfernt von der Mündung. Damit ist das Gerät wirklich wahnsinnig mächtig und kann dem Schützen, der seine Mündungsgeschwindigkeit braucht, zum Beispiel fürs Long-Range-Schießen, wirklich die Infos in absolut schneller und eingängiger Form an den Mann bringen, so wie er es braucht, ohne dass er dann noch lang rechnen muss. Die Menüführung und auch die Bedienung des Geräts ist denkbar einfach. An der Oberseite befinden sich 4 Knöpfe, wovon der zweite von links mit Power gekennzeichnet ist oder mit einem Zurückzahlen. Das heißt, ich gehe hier einfach auf den Power-Knopf, bleibe drauf, ungefähr 3 Sekunden und das Gerät schaltet an. Ich komme in das Hauptmenü. Hier habe ich die Möglichkeit, eine neue Session anzulegen, in die Geschichte, die gespeichert ist, einzudringen oder in die Settings zu gehen. In den Settings, bestätige das ganz links mit dem OK-Knopf, kann ich die Recheneinheit auswählen, Meter pro Sekunde oder auch Meilen pro Stunde, Feet per Second oder Kilometer pro Stunde. Ich kann die Bildschirmfarbe auswählen, ich kann die Helligkeit auswählen und ich habe noch weitere Pro-Settings und ich kann auch die Sprache wählen. Im Moment ist leider nur Deutsch verfügbar und ich kann hier über Connectivity mich mit einem Bluetooth-Gerät verbinden. Das ist besonders praktisch, weil ich hier mit meinem Handy arbeiten kann, mit einer App, die von Garmin auch kostenfrei gestellt wird. Und die zeichnet mir dann auch meinen gesamten String of Shots auf. Ich kann dann einzelne Schüsse löschen, wenn ich jetzt sage, oh, da war irgendwas, was ich nicht in meiner Aufzeichnung haben möchte. Ich kann auch zum Beispiel das Gewicht des verwendeten Geschosses eingeben, kann dann sehen, wie ist meine Energie und so weiter und so fort. Also die App macht dieses ganze Gerät, das schon sehr intuitiv zu bedienen ist, nochmals mächtiger für den Präzisionsschützen. Gehe ich jetzt in die New Session, lege ich hier an mit dem OK-Knopf, habe ich die Möglichkeit auszuwählen zwischen Rifle, Pistol, Bow für Bogen, Air Rifle, Luftgewehr oder für einen Geschwindigkeitsbereich für andere Geschichten, zum Beispiel für Airsoft. Das Einzige, was ich haben muss, ist eine Mündungsgeschwindigkeit meines Projektils von über 100 Fuß pro Sekunde. Das sind so ungefähr 33 Meter pro Sekunde. Also das kriegt man sogar, wenn man Kaugummi ausspuckt, hin. Das Gerät kann das wirklich alles aufnehmen und verarbeiten.
Ich wähle jetzt hier einfach mal den Menüpunkt Rifle aus. Dann werde ich gefragt über einen Geschwindigkeitsbereich von 180 bis 520 Meter pro Sekunde, falls ich Subsonic verschießen möchte, oder für einen Geschwindigkeitsbereich von 520 bis 1520 Meter pro Sekunde. Ich kenne kein Geschoss, das 1520 Meter pro Sekunde schnell fliegt, da lasse ich mich gern belehren. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Herausforderung angenommen. Also ich wähle jetzt einfach mal aus, den hohen Geschwindigkeitsbereich, drücke auf OK, dann werde ich vom Menüpunkt durchgeführt, möchte ich das Gewicht meines Projektils eingeben für die Energieermittlung. Das könnte ich machen oder ich gehe einfach auf Skip, wenn ich einfach losschießen möchte. Das mache ich jetzt hier. Dann wird mir noch angegeben, wo soll ich das Gerät aufstellen, also ungefähr 15 bis 35 cm seitlich von der Mündung und ungefähr 15 bis 35 cm hinter der Mündung, damit mein Mündungsblitz oder der Gasdruck, der entweicht, das Gerät nicht stört. Das bestätige ich mit OK und schon geht's los. Hier wird mir dann auf dem Hauptbildschirm angezeigt mein Batteriestand, dann nochmal, dass ich mich im Rifle-Setup befinde, wie viele Schüsse ich aktuell abgefeuert habe in dieser neuen Session. Dann in der Mitte in großen Lettern die aktuelle Geschwindigkeit des letzten abgefeuerten Schusses und links unten beziehungsweise in der Mitte und rechts die Minimalgeschwindigkeit des langsamsten Schusses der Session, ganz rechts die schnellste Geschwindigkeit in dieser Session und dann in der Mitte die Durchschnittsgeschwindigkeit, die errechnet wurde, was wahrscheinlich für uns am interessantesten sein wird. Die App zeigt mir dann auch noch an meine Standard Deviation, also die Abweichung und eben, wie gesagt, weitere Daten, die ich in der App auch noch auswählen kann. Für uns ist das Garmin Xero C1, Achtung, jetzt kommt's, ein echter Gamechanger. Jeder, der schon mal beim Long-Range-Schießen ein Geschwindigkeitsgerät benutzen musste, weiß, was für eine Schlepperei das ist und was für ein logistischer Aufwand da dahinter steckt, vor allem wenn man zum Beispiel mal eine V100 errechnet haben möchte. Dieses Gerät kann das alles und das passt in jede Mac-Pouch, das passt in jeden Gürtel, den ich dabei habe, das passt in jedes Rangeback, das ich mitnehmen kann, wenn ich schon eine Waffe mitschleppe. Auf einmal wird man viel mehr Geschwindigkeiten berechnen, weil einfach der Aufwand so gering ist. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den European Release dieses Geräts, der schon angekündigt ist, jetzt für dieses Jahr. Hoffentlich hält sich das auch preislich ein bisschen in der Grenze, weil wir wollen auf jeden Fall unsere Finger dran kriegen an so ein Gerät. Wie immer, wenn euch das hier gefallen hat, denkt daran, Like, Abo und Glocke drücken. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt sie in die Kommentare. Wollt ihr noch mehr dazu wissen, schaut auch gerne auf die Hersteller-Website, das blenden wir euch unten ein. Wir sind raus. For support, also subscribe nForce Tech TV.